Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald Crafts. Heute werde ich dir zeigen, wie du super einfach Untersetzer nähen kannst. Dafür brauchen wir 10 cm Stoff deiner Wahl. Ich verwende ein Stoffstück, der von unser letztes Video übrig geblieben ist. Wir brauchen dazu Rollschneider oder Schere, Lineal und eine Schneidematte. Dann lass uns anfangen. Ich habe das Stoff in der Mitte gefaltet und schneide die Seiten, so dass es 30 cm hat. Jetzt schneide ich in der Mitte. Wir nehmen das Stoff, tun wir rechte Seite mit rechte Seite. Ganz einfach schauen, dass es zusammenpasst. Ich habe meine Nadel in der Mitte, ganz normale, gerade Punkt. Und jetzt werde ich hier an der Seite aufpassen, dass ich nur der Platz oder die Weite von der Fuß hier von der Nähmaschine benutze. Das werde ich dann der ganze außenrum nähen. Dann in die letzte Seite ich brauche immer so 3 bis 4 Finger zum Drehen, dann ist Platz genug, um das alles umzudrehen. Dasselbe werde ich mit alle anderen machen. Hier ist der Naht. Hier werde ich ein kleines Stückchen rausschneiden, dass die Ecken besser zum Drehen sind. Einfach hier an der Naht, nicht zu nah. Wenn ich das gemacht habe, werde ich hier in der Öffnung, die ich habe, werde ich das alles drehen. Dann komme ich immer mit irgendwas Spitziges, so, und dann hier so schön ein bisschen drücken, dass man eine schöne Kante bekommt. Hier die andere Seite auch. Super. Hier ist oft so, dass es hier in der Mitte so ein bisschen krumm ist. Was ich mache, tue ich die dann kurz so auf den Tisch und dann nehme ich hier, die andere Seite ist besser, der Stoff so nach oben und dann drücke ich mit dem Finger das aus und dann geht es dann schön hier zu. Das mache ich mit alle 4 Seiten. Schön mit der Wärme von der Hand drücken. Dann muss man das gar nicht bügeln, bevor man das letzte Seite näht. Super, und hier oben dasselbe. Hier, wo noch offen ist, einfach nach innen falten und dann so ein bisschen ziehen. Damit der Stoff gerade bleibt. Der Nadel ganz nach rechts tue. Ich fange immer an hier, wo ich zumachen muss.
ganz in die Ecke gehe ich ein bisschen nach vorne und dann ein bisschen zurück. So ist einer fertig, das werde ich mit die andere machen und ich zeige euch gleich, wie das wird. So ist unser Untersetzer fertig. Ich hoffe, das Projekt hat dir gefallen. Bitte abonniere unser Kanal und gebt uns einen Daumen hoch und wir sehen uns nächste Woche für ein neues Projekt. Tschüss!